Wir sind jetzt hier auf einem Weingut, das heißt Albanica, das ist so ein Familienbetrieb und es ist total schön hier. Wir haben hier eine grandiose Aussicht, auch von der Terrasse oben. Und gestern haben wir hier eine kleine Weinverkostung gemacht und haben ein paar Weine ausprobiert und auch gleich noch ein paar mitgenommen, weil das wirklich sehr, sehr lecker war. Und wie in Albanien überall sind die Leute hier total nett. Der Gastgeber, also der Inhaber, der hat uns wirklich verwöhnt, auch mit Essen. Und ja, wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Jetzt füllen wir nochmal Wasser auf und dann fahren wir weiter zum nächsten schönen Ort. Ja, wir wollten eigentlich gerade zu so einer Burgruine, aber ja, da war zu viel los. Da ist heute irgendwie eine Parteiveranstaltung, Partei Demokratia. Und die fahren da alle mit Fahnen und Flaggen und ja, die Polizei hat auch gleich abgewunken und uns weitergeschickt. Und deswegen machen wir uns jetzt lieber auf den Weg Richtung Tirana. Weil wir haben halt auch gehört, dass hier die Strände jetzt nicht mehr ganz so toll sein sollen. Also die schönsten Strände sind wohl im Süden so von Albanien und dann soll es immer unschöner werden Richtung Norden. Also, ja, und eben zugebaut. Ja, und zugebaut, genau. Und es ist auch viel Campingplätze, viel touristisch und sowas. Genau. Und Also da wir ja ein bisschen in die Berge wollen, dann halten wir uns jetzt so ein bisschen Richtung Osten, ein bisschen Tirana und dann werden wir uns mal die Berge hier ein bisschen angucken. Soll auch noch ganz im Norden, haben wir schon ein paar Bilder gesehen, liegt auch noch Schnee aktuell. Also wir haben jetzt Mitte April und ja, unsere Steigeisen sind nicht zu weit weggepackt. genau, werden wir mal gucken, ob wir die noch brauchen oder nicht. In Tirana bzw. am Rand von Tirana suchen wir uns einen Campingplatz, um von dort die Stadt zu erkunden. Auch hier sind wir wieder von der Gastfreundlichkeit überwältigt und bekommen auch gleich einen Begrüßungsschnaps. Es ist selbst hergestellter Raki. Anschließend bekommen wir auch noch eine Führung in die hauseigene Brennerei. Vom Campingplatz aus lassen wir uns zum Skanderbeg-Platz bringen, der mitten im Zentrum von Tirana liegt. Die Hauptstadt Albaniens hat etwa 500.000 Einwohner und eine sehr wechselhafte und spannende Geschichte. Um mehr über das kommunistische Regime Albaniens zu erfahren, besichtigen wir Bunk A2, einen alten Atomschutzbunker, der zu einem Museum umgebaut wurde. Hier liegt der Schwerpunkt auf dem Ministerium für Inneres und wie die Polizei als Waffe des Regimes eingesetzt wurde. Just like I used to do. I suppose it's serious love, the kind that just won't. Wir haben uns jetzt Tirana angeguckt und sind jetzt aber weitergefahren, so ein bisschen nordöstlich von Tirana in die Berge. Hier ist so ein Stausee, den Namen habe ich jetzt gerade vergessen. Und hier sind so ein paar Wanderrouten und hier gibt es auch Kletterrouten. Eigentlich wollten wir hier klettern, aber das Wetter ist gerade halt so wechselhaft. Letzte Nacht hat es extrem geregnet, deswegen ist die Wand auch total nass, das sieht man auch immer noch. Und deswegen gehen wir jetzt einfach wandern. Da oben ist auch so eine Aussichtsplattform und heute ist auch ziemlich viel los. Also heute ist Sonntag und ziemlich viele Locals sind auch hier gerade zum Wandern. Und gucken wir uns mal an, also es ist ein hübsches Gebiet hier. Or did I misinterpret it somehow? That delicious little hiccup in space-time's continuing. You were 6 fucking maybe it didn't mean anything. Maybe it was just one of those things. Whatever the fuck that means. Ja, jetzt wird es wieder Tag.
Wollen wir wieder 5 km/h fahren, oder was? Wir fahren 7. Jetzt fahren wir 7. Jetzt 6. Passt. Das Problem bei uns hier in den Bergen ist gar nicht das Gelände, das ist gar kein Problem, aber die tief hängenden Bäume. Gerade wenn so kleine Siedlungen kommen, müssen wir schon ganz schön aufpassen. Auch Wasserleitungen waren da eben, die wir ein bisschen hochdrücken mussten. Vom Gelände her geht das eigentlich. Ja, das haben wir jetzt nicht gefilmt, weil mein Herz geht noch so. Wir sind in hier diese Kurve rumgefahren und das Hinterrad ist Richtung Fluss runtergerutscht. Und dann habe ich Sperre rein, bin rückwärts wieder raus und alles total matschig hier gewesen und das Auto lag halt schon so schräg und ich dachte echt, wir fallen jetzt in diesen scheiß Fluss. Aber ist alles gut gegangen, also ein paar Mal hin und her und dann sind wir da wieder rausgekommen. Und ja, jetzt geht's wieder weiter. Wir sind doch ein bisschen zu lang vielleicht auf manchen Straßen. Kann ich noch ein bisschen gerade fahren? Ja. Ich glaube, das passt. Warte. Stopp. Jetzt müsstest du auf jeden Fall sehr doll rum. Oh. Ja, ich glaube, hier ist der Weg beendet. Ich glaube, hier kommen wir nicht mehr weiter. Die Straße ist leider weg, also müssen wir, ich glaube, 20 Kilometer wieder zurückfahren. Wir sind jetzt im Seth Nationalpark und wollten eigentlich auch in den Ort Seth und da eigentlich so ein bisschen wandern. Also mit ein bisschen Schnee haben wir ja schon gerechnet, aber dass hier noch so viel Schnee ist, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Und wir kommen auch gar nicht nach Seth, da ist so irgendwie so ein kleiner Campingplatz, auch für Wanderer, den wollten wir eigentlich ansteuern. Aber es ist hier alles noch weiß und da ist halt gerade wohl auch irgendwie ein bisschen Schnee abgerutscht. Da kamen uns gerade Albaner entgegen und die haben erzählt, der Weg ist wohl verschüttet und geht nicht weiter. Deswegen müssen wir hier jetzt wohl umdrehen, wie es aussieht. Ja, um nach Seth zu kommen, gibt es halt 2 Wege. Es gibt einmal halt diese Westroute, die wir jetzt gefahren sind. Das ist eigentlich größtenteils asphaltierte Straße. Und einmal die Südroute, das ist halt so ein schöner Offroad-Weg. Und eigentlich wollten wir den auch fahren, aber wir hatten jetzt durch unsere Erfahrung, dass wir ja da einmal schon diesen Erdrutsch gesehen haben und dann das eine Hinterrad ja auch schon mal so ein bisschen über den Hang rüber gerutscht ist, da haben wir ein bisschen vorgeprägt und wollten halt erstmal wissen, ob die Strecke überhaupt befahrbar ist, weil die ist halt 50 Kilometer lang und wir hatten dann auch keine Lust, dann kurz vor Ende wieder umzudrehen, deswegen haben wir uns überlegt, erst die Westroute zu fahren und die Südroute vielleicht zurück. Wir hatten so gehofft, vielleicht treffen wir ja so ein paar Locals oder irgendwie Leute, die die Route schon gefahren sind vor kurzem, um ein paar Erfahrungen zu sammeln, ob es gerade möglich ist. Aber ich denke, das hat sich jetzt erledigt, wenn man das hier so sieht.
Da das ja nun mit Thess nicht geklappt hat, haben wir uns was anderes gesucht. Auf dem Weg nach oben haben wir nämlich ein Schild gesehen, dass hier unten Höhlen sind. Und die gehen wir uns jetzt mal angucken. Ja, es war eine schöne Wanderung, aber den Eingang zur Höhle haben wir nicht gefunden. Wahrscheinlich ist der noch vom Schnee verschüttet. Wir haben jetzt die Nacht hier in Boge verbracht. Eigentlich wollten wir auf dem Campingplatz, aber das ist alles geschlossen. Und das mit Thess, also mit dem Nationalpark, wird es wohl leider nichts, weil wir nicht rausbekommen haben, ob die Straße wieder geräumt wird. Heute Nacht hat es auch die ganze Nacht geregnet und in den Bergen geschneit. Also in den nächsten Wochen wird das wohl erstmal nichts. Deshalb werden wir jetzt erstmal wieder zurück zur Küste und wahrscheinlich in den nächsten Tagen rüber nach Montenegro fahren.